Neulich war ich im Ausland. Dort sah ich fremde Menschen, fremden Beschäftigungen nachgehen. Andreas Meier sieht das Ausland als eine Art Fremde. Er betont die fehlende Vertrautheit mit den Menschen und ihrem Tun. Dabei definiert er Ausland aber nicht als die Summe aller Staaten der Welt, die nicht sein Heimatstaat sind, so wie wir es kennen. Ja, neulich war ich im Ausland, nämlich in Frankfurt-Bornheim, 2 Kilometer von meiner Sachsenhäuser Wohnung entfernt, über den Main. Wenn man ihn beim Wort nimmt, verengt Meier die Definition von Ausland. Dann ist jeder und alles fremd, das nicht regelmäßig mit einem in Kontakt tritt. Jeder Mensch, den er nicht kennt, jeder, der etwas Fremdes tut, jeder Ort, an dem er sich nicht auskennt. Ausland ist demzufolge alles, wo man sich nicht zu Hause fühlt. Diese Anschauung würde die Exklusion, die Kosmopolitinnen und Kosmopoliten meistens bekämpfen wollen, jedoch nur verlagern und nicht unbedingt verringern. Schließlich zieht er nur einen engeren Kreis um sein eigenes Land, anstatt Ideen wie Heimat und Fremde aufzubrechen. Aus kosmopolitischer Sicht ist seine Konzeption von Ausland deshalb interessant, weil sie, wie auch Irmgard Keun in Kind aller Länder, noch einmal die Willkürlichkeit deutlich macht, die der strengen Trennung verschiedener Völker durch Landesgrenzen, also durch Nationalstaaten, innewohnt. Eine Grenze ist das, was die Länder voneinander trennt. Sie ist etwas, das sich mitten im Zug abspielt, mit Hilfe von Männern, die Beamte sind. Heißt es in Irmgard Keuns Exilroman Kind aller Länder. Sie schreibt aus der kindlichen Perspektive der 10-jährigen Kulli, die mit ihren Eltern aus Nazi-Deutschland flüchten muss. Ihr Vater ist als Schriftsteller nicht besonders erfolgreich und muss daher mit seiner Familie auf der Suche nach Geld ständig umziehen. Das Zitat zeigt Kullis Auffassung von Landesgrenzen. Sie definiert sie als etwas Unsichtbares, das sich aber beispielsweise in Zügen bemerkbar macht. Dabei schwingt ein gewisses Unverständnis für das Konzept von Grenzen mit. Hier wird den Lesenden vor Augen geführt, dass diese, wie auch Staaten selbst, menschengemacht sind. Werden Kinder als Kosmopoliten oder Kosmopolitinnen geboren? Schließlich müssen sie, wie auch Kulli, erst noch lernen, was Landesgrenzen eigentlich sind. Irmgard Keun selbst bekam schon früh in ihrer Karriere Probleme mit der deutschen Staatsgewalt. 1933, nachdem die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen hatten, wurden ihre Bücher beschlagnahmt und verboten. 1936 wurde schließlich ihre Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer abgelehnt. Zur damaligen Zeit war eine dortige Mitgliedschaft besonders wichtig, um überhaupt Texte veröffentlichen und drucken lassen zu können. Wie auch Kullis Vater musste Keun schließlich sogar vor dem nationalsozialistischen Regime fliehen. Bereits Hinweise auf politisch linkes oder nur sozialdemokratisches Gedankengut reichten aus, um verfolgt zu werden. Dies ermöglichte Hitler durch die sogenannte Reichstagsbrandverordnung. Kullis kindlich naive Art, neue Dinge zu erklären, lässt die Lesenden bisher bestehende Strukturen und Sachverhalte hinterfragen und regt an, die Welt aus einer kosmopolitischen Perspektive neu zu denken. In beiden Zitaten wird die Legitimation von der Grenzziehung, wie wir sie heute kennen, hinterfragt. Dennoch lässt sich Kosmopolitismus nicht so einfach greifen. Schließlich hat jede Kosmopolitin und jeder Kosmopolit eine individuelle Auffassung von Weltbürgertum und daher auch eine eigene Idee von der Rolle von Nationalstaaten.